Boom, liebe DJ-Freunde! Vor wenigen Stunden hat Pioneer einen brandneuen DJ-Controller angekündigt. Das ultimative Flaggschiff, der beste DJ-Controller, den Pioneer jemals rausgebracht hatte. Der Lamborghini unter den DJ-Controllern. Zumindest ist er fast so teuer wie ein Lamborghini. Aber unter den aktuellen Straßenpreisen wird er schon viel günstiger gehandelt. Ich verlinke sie euch mal unter dieses Video mit runter. Aber was ist dieser neue Controller mit dem Namen Opus Quad? Was kann er? Ist er wirklich das ultimative Flaggschiff? Das will ich mir mit euch zusammen jetzt hier in diesem Video einmal ansehen. Los geht es nach dem Intro. Liebe Freunde, was geht ab? Hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Und auch herzlich willkommen an alle, die vielleicht hier auf dem Kanal das erste Mal ein Video sehen. Denn das ist der YouTube-Kanal rund um das Thema Musik auflegen, Lieder mixen wie echte DJs. Und da besprechen wir alles, was das DJing ausmacht. Mein Name ist Mike und mit euch zusammen möchte ich mir jetzt zusammen den brandneuen DJ-Controller angucken. Ja, vor einigen Tagen habe ich schon einige Leaks dazu erhalten, wusste aber nicht, soll das wirklich der DJ-Controller sein, der jetzt brandneu von Pioneer rauskommt? Weil er ist doch irgendwie anders da als alles, was wir gewohnt sind. Vor allem auch im Preis und auch von der Ausstattung. Und Freunde, ich weiß selbst noch gar nichts über diesen DJ-Controller, außer dass ich ein paar Bilder gesehen habe. Deswegen werde ich mir mit euch zusammen jetzt diesen DJ-Controller zusammen auf dem Kanal von Pioneer DJ angucken, denn da ist vor wenigen Stunden ein Produktvorstellungsvideo rausgekommen. Das gehe ich Stück für Stück mit euch durch, um mal zu gucken, welche Funktionen sind denn da drin, wie können die unser DJ-Leben verbessern, was bringen sie dir vor allem, dass du später entscheiden kannst, hey, ist das Ding geil oder ist das Ding nicht geil? Hast du da Lust drauf? Dann lass gerne hier ein Kanalabo da und freu dich auf viele weitere Videos. Und jetzt schauen wir uns diesen Controller mal an. So, ich nehme euch jetzt hier mal mit auf meinen Monitor und zwar in das Produktvorstellungsvideo von Pioneer DJ Deutschland. Dieses Video verlinke ich euch auch nochmal unten in die Beschreibung mit rein, falls ihr es euch auch nochmal selbst in Ruhe angucken möchtet. Aber jetzt legen wir mal los mit dem Opus Quad, dem All-in-One DJ-System. Hallo zusammen, in diesem Video stelle ich euch unser neues Professional All-in-One Standalone System, dem Opus Quad vor. Der Name ist Programm, denn ihr seid der Dirigent des Vierkanalorchesters des Opus Quad. Ich zeige euch die Features direkt am Gerät. Ich erkläre die allgemeine Funktionsweise. Dabei wechsle ich zwischen meiner Präsentation und den Opus Quad hin und her. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlasse doch bitte einen Daumen hoch und wenn du möchtest auch einen Kommentar. Falls noch nicht geschehen, abonniere unser YouTube-Kanal, um immer auf dem Laufenden zu sein. Und aktiviere die Glocke, um benachrichtigt zu werden, wenn es neue Inhalte gibt. Okay, damit startet die Vorstellung des Opus Quad. Mir ist nur gerade aufgefallen, ich habe immer, wenn er spricht, ein kleines Fiepen auf dem Ohr, was anscheinend durch das Mikrofon, was er trägt, ausgelöst wird. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt auch so wahrnehmt, wenn ihr dieses Video hier guckt. Ich wollte es nur erwähnen, weil ich höre das ziemlich stark. Boah, ziemlich langes Intro. So, los geht's. Mit dem Opus Quad gehen wir neue Wege, sowohl im Design als auch in der Bedienung. Mit dem neuen Gerät gehen wir neue Wege, sowohl im Design als auch in der Bedienung, hat er gesagt. Und ja, das merkt man sofort. Schaut euch diesen DJ-Controller doch mal an. Er hat ein wenig untypische DJ-Controller-Form. Also er ist nicht dieses Rechteck, was wir gewohnt sind, sondern er hat unten, guck mal, gerade hier unten so abgeschrägte Kanten mit dabei und vorne wird er nach unten hin auch breiter. Ich freue mich schon auf alle Case-Bauer, die dann individuelle Cases für diesen Controller anfertigen müssen. Aber
Der erste Blick macht schon den Eindruck, das Ding ist ein Flaggschiff. Band, Club oder in einer Hotellounge. Der Opus Quad ist mit seinem eleganten Design ein echter Hingucker. Das matte Finish und die minimale Beschriftung lässt den Opus Quad aufgeräumt und elegant wirken. Im Laufe der Präsentation werdet ihr erkennen, inwieweit der Opus Quad sich in der Bedienung und Funktionsweise von einem CDJ oder XDJ unterscheidet. Hier noch einmal aus einem anderen Blickwinkel. Oh, jetzt wollte ich gerade pausieren, jetzt hat er gerade nach oben gescrollt. Was mir aber auffällt, ist hier an der Seite dieses helle Design, so ein heller Rahmen, könnte fast sogar Holz sein, also so ganz edles Holz. Aber mal ehrlich, wir alle wissen, dass das Kunststoff ist. Und mir fallen auch einige Regler hier vorne an der Kante des DJ-Controllers auf, was auch eher untypisch ist für Pioneer DJ. Also bei anderen Herstellern habe ich das schon sehr, sehr häufig gesehen, aber bei Pioneer DJ schon gar nicht so häufig. Okay, ganz kurz der erste Eindruck. 2 große Decks, also ein klassisches Clubset mit einem rechten Player, einem linken Player, in der Mitte eine große Einheit und ein 4-Kanal-Mixer. Gut, 4 Kanäle erwartet man auch, wenn man wirklich von einem Flaggschiff, von einem Top-Gerät spricht. Obendrin ein riesengroßes Display, könnte Touch-Display sein, werden wir bestimmt gleich erfahren. Und das ist jetzt zusätzlich, über jedem Player gibt es nochmal ein eigenes LCD-Display. Das ist das erste, was mir auffällt. Zudem sind auch die Performance-Pads nicht mehr unter dem Jogwheel, also nicht mehr hier drunter, sondern oben drüber. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, werden wir hoffentlich gleich erfahren. Auch in der Seitenansicht besticht der Opus Quad durch sein einzigartiges Design und sein unverwechselbares Der ist schräg aufgestellt. Um die Größe des Opus Quad besser einordnen zu können, platziere ich den XDJ-XZ auf ihm. Es ist gut zu erkennen, dass der Opus Quad nicht viel größer als der XDJ-XZ ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass der sogar viel, viel größer ist. Aber er wird wahrscheinlich viel, viel höher sein, weil er so eine schräge Anordnung hat und obendrauf das Display ja auch noch weiter nach oben geht. Auch das Gewicht ist ähnlich. Ein Mikrofoneingang mit separater Talk-Over-Schaltung wie ein Dreiband-Equalizer befinden sich auf der Frontseite des Opus Quad. Ich drücke mal kurz Pause. Aber ich kann sein, dass das jetzt falsch ist. Guck mal, weil hier steht Mic 2 mit dabei. Er hat gerade gesagt, ein Mikrofoneingang. Und ich habe gerade, mein erster Gedanke war, so ein Gerät und dann nur ein Mikrofoneingang. Also 2 hätte ich dann erwartet. Aber hier vorne dran steht auch Mic 2. Und man kann Off-On Talk-Over mit dem Schalter einstellen, hat hier einen Lautstärkeregler für das Mikrofon hier vorne und einen Dreiband-Equalizer. Also sehr merkwürdig, dass die Mikrofonregelung an der Vorderseite eines DJ-Controllers dran sind. Und Mic 2, mal gucken, ob es vielleicht sogar noch einen Mic 1 gibt. Anschlüsse für Kopfhörer befinden sich ebenfalls auf der Vorderseite. Auf der Rückseite des Opus Quad befinden sich zahlreiche Anschlüsse, auf die ich im weiteren Verlauf des Videos näher eingehen werde. Oh, jetzt bin ich gerade zurückgesprungen. Kann ich hier gerade noch mal so ein paar Millimeter kurz zurückgehen? Das würde ich mir nämlich kurz noch mal angucken mit euch. Rückseite des Opus Quad. Guck, hier möchte ich noch mal kurz mit reingehen. Hier sehen wir es. Mikrofon 1 belongst. Und das heißt, der hat die Hauptregler für den Hauptmikrofoneingang wahrscheinlich oben auf dem Controller mit drauf. Und es gibt einen zweiten Mikrofonanschluss, der dann an der Vorderseite des Controllers dran ist. Ansonsten erkennen wir, dass er hier auch Line- und Phono-Eingänge dran hat, so dass man theoretisch auch einen Schallplattenspieler, einen Turntable an den Controller anschließen kann. Er hat einen Boost-Ausgang, der über einen 6,3 mm Klinkenanschluss geht, und er hat den Hauptmaster-Ausgang über XLR. Also das haben wir auch mindestens erwartet bei so einem Premium-Gerät. Genauso kannst du aber einen Master-Ausgang auch über Cinch anschließen. Zudem
hast du einen Ausgang für eine Zone. Das heißt, über eine separate Zone, wo man vielleicht sogar noch weitere Lautsprecher anschließen kann, die man unterschiedlich von der Lautstärke regeln kann, zu dem Hauptausgang oder vielleicht sogar mit separater Musik bestücken kann. Also da kommt hier andere Musik raus als über das andere, über den Hauptausgang. Das ist gerade für mobile DJs, also für uns mobile DJs, sehr, sehr gut geeignet. Ein USB 3-Anschluss ist mit dabei, ein Standard-USB-Anschluss ist mit dabei und der Link-Anschluss mit Netzwerkkabel. Befinden sich zahlreiche Anschlüsse, auf die ich im weiteren Verlauf des Videos näher eingehen werde. Oh, USB 3.2 sogar. Die Liste der Key Features zeigt sehr deutlich, dass der Opus Quad über viele Funktionen verfügt, die bisher in keinem anderen Standalone-Gerät von Pioneer DJ zu finden waren. Guck mal, Key Features. 4-Kanal Standalone mit Abspielen von USB. Das hatten wir ja gerade eben schon. Hinten war ja ein USB-Anschluss mit dran. Wobei ich erkenne, dass hier oben rechts auf der Oberseite auch noch 2 Anschlüsse mit dran sind. So, Recordbox Cloud Play ist ganz klar. So, 10 Zoll Multi-Gesten-Touchscreen. Das heißt, das Display ist ein Touch-Display, was du wirklich mit den Fingern benutzen kannst und du hast eine Gestensteuerung, so wie man es von einem Smartphone auch kennt, was man dann mit steuern kann. WLAN-Konnektivität ist klar. Neues CDJ Full-Size Jogwheel Design. Okay, da ist sogar so eine kleine Anzeige in dem Jogwheel mit drin. Neue BeatFX-Bedienung, die werden wir bestimmt gleich noch erklärt kriegen. Touch BeatFX, dediziertes Deckdisplay, Smart Q, Hot Q, Smooth Echo. Was bitte ist denn ein Smooth Echo? So, 2 Mikrofoneingänge, das hatten wir gerade, ein Zone-Ausgang, ein Rotary Encoder für Loops, Joystick-Controller, Bluetooth-Eingang. Okay, ich bin gespannt. Wir machen mal weiter. Den größten Teil der aufgeführten Key Features werde ich euch in diesem Video zeigen. Wir sind gespannt. Wie bereits in der Featureliste ersichtlich, ist auch der Opus Quad mit bestem Klang ausgestattet. Der Opus Quad ist mit einem hochwertigen 32-Bit DA-Wandler für hochauflösenden Klang von ESS Technology ausgestattet. Ein Unternehmen, das sich auf High-End DA-Wandler spezialisiert hat. Für den perfekten Sound auf der Tanzfläche nutzt der Opus Quad die gleiche 32-Bit-Technologie, die auch in unseren Profi-Mixern, den DJM V10 und den DJM A9 zum Einsatz kommt. Der Opus Quad arbeitet mit einer anderen Gerätebibliothek als CDJ und XDJ. Oh, allein dieser Satz hat mir gerade Kopfschmerzen bereitet. Er arbeitet mit einem anderen System als die bisherigen Player. Ist das wieder eine Umstellung, die jeder DJ vornehmen muss, nur weil er diesen Controller verwendet? Wird vielleicht zukünftig alles umgestellt werden? Also hier steht schon mit dabei, Device Library Plus Gerätebibliothek. Im SQLite-Format wird vom Opus Quad verwendet. Kann nicht mit anderen Geräten verwendet werden. Genauso auch die Device Library Gerätebibliothek im Device SQL-Format, die in CDJ und XDJ verwendet wird. Das ist dann wieder eine andere. Das heißt, es gibt wirklich eine andere Gerätebibliothek. Das neue Format ist besonders für sehr große Bibliotheken geeignet. Das macht sich in der allgemeinen Arbeitsweise und in der Titelsuche bemerkbar. Damit deine Playlisten in dem neuen Format exportiert werden können, aktiviere in der aktuellen Recordbox-Version den Device Library Plus Export unter Einstellungen, DJ-System, Gerät, Bibliothek. Aktiviere den Device Library Plus Opus Quad Only Support. Wenn du ausschließlich auf dem Opus Quad arbeitest, kannst du die normale Gerätebibliothek deaktivieren. Bedenke dabei, dass die Opus Quad Bibliothek nicht mit anderen Geräten verwendet werden kann. Nochmal kurzer Stopp. Die Bibliothek des Opus Quad kann nicht mit anderen Bibliotheken verwendet werden. Das heißt, wenn du zu Hause deine Gerätebibliothek vorbereitest mit dem Opus Quad und du kommst in den Club und da stehen dann CDJs, dann ist das gar nicht miteinander kompatibel. Auf deinem USB-Datenträger erscheinen nun 2 Library-Ordner im Recordbox Gerätemanager. Beim manuellen Exportieren von Playlisten werden diese nun auf beiden Libraries exportiert. Du hast deinen eigenen Computer gerade nicht zur Hand, um die Library zu konvertieren? Kein Problem. Die Bibliothek kann auf jedem Computer mit der aktuellen Recordbox-Version und aktiven Device Library Plus Support konvertiert werden. Dazu müssen sich die Originaldateien nicht auf dem Computer befinden. Schließe den USB-Datenträger an PC oder Mac an, auf dem Device Library Plus in der Recordbox-Voreinstellung aktiviert ist.
Dein Datenträger wird unter Geräte in Rekordbox angezeigt. Mit Rechtsklick auf dem Datenträgernamen wird dir die Option Device Library umwandeln angezeigt. Führe diese aus. Im Sync Okay, das heißt, du kannst deine aktuelle Bibliothek einfach umwandeln, damit du sie auf dem Opus Quad verwenden kannst. Ehrlich gesagt ein bisschen umständlich, auch weil mit zwei verschiedenen Systemen gearbeitet wird. Aber wenn das vielleicht auch die Zukunft der Bibliothek und der Library sein soll, dann muss man diese Umstellung sowieso früher oder später vornehmen. Aber ich habe am Anfang gedacht, okay, das wird schwierig, mit zwei Libraries zu arbeiten, aber wenn es die Funktion gibt, dass du sie einfach umwandeln kannst, um sie auch in diesem Controller zu verwenden, ist sehr, sehr hilfreich. Sync Manager stehen dann zwei Gerätebibliotheken für das Gerät zur Verfügung. Die Bibliotheken können dann mit unterschiedlichen Inhalten synchronisiert werden. Um deine Musik abzuspielen, bietet dir der Opus Quad zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Über die beiden USB-A-Anschlüsse an der Vorderseite kannst du deine Rekordbox USB-Sticks wie gewohnt nutzen. Auf der Rückseite befindet sich zusätzlich ein schneller USB-A 3.2 Anschluss, über den du zum Beispiel schnelle und große SSD-Datenträger perfekt nutzen kannst. Geil, Festplatte anschließen. Dort befindet sich auch ein USB-C-Anschluss. Damit kann der Opus Quad beispielsweise mit Rekordbox im Performance-Mode oder ab Sommer 2023 mit Serato betrieben werden. Oh, hast du es gehört? Du kannst Rekordbox darüber verwenden, um es auf dem Laptop zu verwenden, wobei ich nicht sicher bin, ob man das dann noch braucht, wenn man so ein geiles Display drin hat. Und ab Sommer 2023 sogar mit Serato DJ. Über die USB-Soundkarte werden auch alle Kanäle inklusive Mikrofon ausgegeben. So können diese zum Beispiel in einer Streaming-Software verwendet werden. Cool. Der LAN-Anschluss befindet sich ebenfalls auf der Rückseite. Hier kann die Rekordbox im Link-Modus betrieben werden oder der Opus Quad mit dem Internet verbunden werden. Durch die integrierte Bluetooth-Funktionalität ist auch eine kabellose Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet möglich, um zum Beispiel Musik aus einer Streaming-Software abzuspielen. Okay, das heißt, du könntest auch dein Smartphone oder dein Tablet einfach damit koppeln, um darüber zum Beispiel auch Musik einzuspielen oder abzustreamen. Für mobile DJ könnte cool sein, könnte auch störend sein. Ich frage mich aber, wie man jetzt einen Kanal umstellt, um ihn zum Beispiel für das Streaming freizuschalten. Oder geht es über einen separaten Kanal, über einen separaten AUX-In-Kanal, wo vielleicht auch das Bluetooth mit dabei ist, weil irgendwo muss ja das Signal mit reinkommen. Über die integrierte Wi-Fi-Schnittstelle kann der Opus Quad mit dem Internet verbunden werden, um zum Beispiel die Cloud Direct Player-Funktionalität zu nutzen. Dies ermöglicht den Zugriff auf deine gesamte Musikbibliothek aus der Cloud, sofern ein entsprechendes Abonnement besteht. Neben Cloud Direct Play ist die Wi-Fi-Schnittstelle ideal für drahtlose Verbindungen zu Computern, Smartphone oder Tablets, um Rekordbox im Link-Modus zu nutzen. Oh, jetzt An dieser aber. Stelle möchte ich kurz das Layout erläutern, damit ihr wisst, was an welcher Stelle zu finden ist. Jetzt bin ich Funktionen gespannt. werden in späteren Teilen des Videos erklärt. Hier ist das große Multi-Touch-Display. Hier finden wir natürlich die Trim und die Equalizer. Hier gibt es die Mikrofoneinheit für das Mikrofon 1. Okay, kurze Pause, weil es geht ultra schnell, wie er das zeigt und erklärt. Das heißt, du hast in der Mitte bei Trim und 3-Band Equalizer hast du für alle Kanäle in erster Linie der Trim, das ist ja der Gain-Regler, die Eingangslautstärke, und du hast unten dran da einen 3-Band Equalizer, High-, Mid- und Low-Pass-Filter, und den hast du auch bei dem Mikrofon 1. Also auch das Mikrofon hat einen 3-Band Equalizer. Das ist wirklich wertvoll, weil viele Controller im Einstiegs- und im Mittelklasse-Bereich haben zum Beispiel nur 2-Band, manche sogar nur einen Regler, um ein bisschen was zu stellen. Da kann man das Mikrofon schon ein bisschen besser einstellen. Unten drunter ist auch ein Off-On und eine Talk-Over-Funktion für das Mikrofon. Das ist die Sound-Color-Effekteinheit. Okay, nochmal ganz kurz. Sound-Color-Effekteinheit, die kennen wir ja schon. Das ist ja der Filterregler, der bei Pioneer mittlerweile Sound Color FX heißt. Der hat normalerweise links nebendran 4 Buttons, damit du 4 verschiedene Effekte drauflegen kannst. Dieser hier hat 6. Denn er hat hier oben noch ein Dub-Echo und ein Space mit dabei. Was dieser bedeutet, hoffe ich, dass das gleich noch erklärt wird.
Rechts daneben die Beat FX Selection, um dann dementsprechend Effekte oder die FX-Einheit zu benutzen. Dann sind wir hier bei dem Beat-Effekt. Hier gibt es den Kopfhörer. Ganz klassisch. Fader. Das ist wenigstens so geblieben. Das ist natürlich das komplette Deck. Einmal hier alle Funktionen. Okay, nur um mal kurz drüber zu gehen. Das Deck ist ganz klassisch aufgebaut, wie man es vom Pioneer und von den Playern gilt. Der einzigste große Unterschied ist wirklich, was ich auf Anhieb sehe, die Performance Pads, die hier mit Hot-Q beschrieben sind, sind nicht mehr unter dem Jogwheel mit drunter und die Loop-Einheit ist keine Taste mehr, sondern ein Drehregler, was ich persönlich echt gut finde, weil damit kannst du noch besser und noch intuitiver arbeiten. Zumindest geht es mir persönlich so. Rechts daneben ganz klassisch der Pitch Fader mit dabei, Master Tempo, die Tempo Range, die du mit einstellst, du hast einen Key Sync mit dabei, du hast einen Beat Sync mit dabei, du hast hier oben noch einen Regler mit dabei. Jetzt muss ich gerade einmal drauf gucken, da liegt gerade der Schalter drüber. Das heißt wahrscheinlich, wie stark sich das Jogwheel drehen soll oder wie die Berührungsempfindlichkeit ist. Wobei, da ist hier das Jogwheel-Regler für. Nur gut, ich bin gespannt. Tasten, um das Deck zu steuern. Dann haben wir hier 8 Zoll das 8 Zoll Jogwheel. Cool, das ist groß. Die Hot-Cues, die ihr auch schon von dem CDJ 3000 kennt. Neue Navigation mit dem Joystick-Navigator. Oh, guck mal, der Button ist ein Joystick. Das ist kein Knopf zum Drehen, sondern wirklich ein Joystick. Der hat auch so kleine Pfeile mit dabei, wenn ihr das da seht. Oben, unten, links, rechts, da kannst du sogar noch mehr regeln. Die soll neu sein. Ich weiß gar nicht, wie sie vorher in den anderen Playern aussah, weil ich es tatsächlich noch nie benutzt habe. Dann haben wir das Smooth Echo. Hier Smooth oben könnt ihr Echo? zwischen den Ansichten wechseln. Die separaten Deck-Displays und den Monitor-Booth sowie den Zonenausgang. Okay, das ist geil. Oben links, da ist der Zonenausgang, um die Lautstärke über den Zonenausgang zu regeln, genauso auch die Lautstärke über den Booth-Ausgang, über den man unter anderem auch Monitor-Lautsprecher anschließen kann. Ansonsten fällt mir auf, dass gerade hier in den Player-Displays mit drin nochmal einige Anzeigen mit drin sind und du kannst rechts daneben auch von Deck 2 auf Deck 4 oder links von Deck 1 auf Deck 3 umstellen, weil das Gerät ist ja ein 4-Kanal-Controller, hat aber 2 Decks, das heißt jedes Deck muss doppelt belegt werden und du kannst dann umstellen, ob du jetzt Deck 1 und Deck 3 oder drüben Deck 2 und Deck 4 verwendest. Das heißt, gerade die erfahrenen DJs, die kennen das, aber für alle, die jetzt neu sind, die haben sich bestimmt gefragt, wenn das Ding 4 Kanäle hat, aber nur 2 Player, wie soll das denn bitte funktionieren? Hier oben befinden sich noch die USB-Slots. Ganz kurz, wie geil war das denn? Du kannst oben links über das Touch-Display den Beat FX einschalten, dann ist das komplette Display oben drüber ein Touch-Display für die Effekte. Das kennt man unter anderem von Smartphones. Also, wenn du mal eine DJ-App auf dem Smartphone hattest und du möchtest einen Effekt machen, dann kriegst du auch sowas angezeigt und kannst mit dem Finger dann über diese Waveform drüber gehen oder über das Display drüber gehen, um nach oben zu gehen, damit der Effekt höher wird, um nach unten zu gehen, ob er nach unten geht, wirklich per Berührung. Und genau dasselbe haben die in dieses Display mit eingebaut. Wie geil ist das denn? Mich würde aber mal interessieren, wie das Smooth Echo funktioniert. Ich hoffe, der wird gleich noch gezeigt. Dem Opus Quad ist nun die Wiedergabe von 4 Tracks gleichzeitig möglich, egal ob von USB-Datenträger oder aus der Cloud mit Recordbox Direct Play. Du kannst selber entscheiden, ob du alle 4 Decks im Hauptbildschirm sehen möchtest oder nur 2. Unter Shortcut kannst du die Ansicht schnell ändern. Cool. Um die Bedienung von 4 Decks zu vereinfachen, ist die LED-Beleuchtung der Deckumschalter mit der Farbe des Jogwheels, Load-Buttons und Decknummern im Display. Siehst du die ganzen Pfeile, wie die überall hingehen? Ey, mal ganz ehrlich, warst du schon mal in einem Flugzeug, in einem Cockpit drin? Ey, da hast du ja überall Schalter, überall Regler. Die sind vor dir, die sind neben dir, die sind sogar über dir, oben an der Decke. Da muss mal einer verstehen, wie das Ganze alles funktioniert. Also, ich glaube, das Handbuch für dieses Gerät,
das wird ein Schinken. Das wird ein richtiger Schinken werden, weil du so viele Möglichkeiten hast. Aber ich glaube auch, wie mit allem, wenn du dich reinarbeitest, kannst du es irgendwann intuitiv bedienen. Aber am Anfang ist das natürlich, wo man sagt, boah. Und das alles gleichzeitig, während ein Lied läuft und mixen musst du auch noch und die Lieder werden aktuell auch noch immer kürzer. Das ist eine Herausforderung. Gekoppelt. Welche Farbe die Decks haben sollen, kannst du unter Shortcut für jedes Deck selber definieren. Hier stehen dir insgesamt 12 Farben zur Verfügung, damit du dein individuelles Design einstellen kannst. Ja, Coral Pink Diese ist da dabei. Einstellungen sind im Gerät gespeichert und bleiben Yippie. auch nach Ein- und Ausschalten erhalten. Auf dem 10,1 Zoll Multitouch-Display sowie auf den separaten Deck-Displays werden Informationen wie Coverart, BPM und mehr angezeigt. Es gibt aber noch mehr zu sehen. Schauen wir uns die verschiedenen Ansichten auf dem Multitouch-Display und Deck-Display einmal näher an. Bevor wir da reingehen, kurz mal 2 Gedanken. Erstens, das geht jetzt vielleicht allen DJs, die hier zugucken, die jetzt vielleicht auch schon ein paar Jahre mit dabei sind, also ich sage jetzt mal ein bisschen älter sind, weil ich merke das bei mir auch. Ich muss in meinem Laptop, bei meiner DJ-Software die Schriftgröße und die Displaygröße schon ein bisschen größer stellen, weil auch ich das Gefühl habe, alles wird immer kleiner und ich kann das immer schwieriger lesen. Und das ist jetzt ein 10 Zoll Multitouch-Display. Das heißt, 10 Zoll ist jetzt nicht wirklich groß und da so viele Dinge da drauf, das ist doch ultra klein. Kann man das wirklich dann immer noch so gut lesen? Das ist der eine Gedanke. Der andere Gedanke ist, wie ist das mit der Sonneneinstrahlung? Wie spiegelt das Display? Wie reflektiert das? Vor allem nicht nur von der Sonneneinstrahlung, sondern wenn du vielleicht auch unter Lichteffekten auf Shows, auf Bühnen spielst, wie stark reflektiert das? Das würde mich mal interessieren. Die Standardansicht ist die Waveform-Ansicht. Mit Waveform gelangst du immer direkt zu dieser Ansicht. Die aktiven Decks werden immer mit der großen Waveform angezeigt. Auch hier kannst du durch Drehen des Encoders die Waveform vergrößern oder verkleinern. Die gesamte Waveform vom Track wird auf den kleinen Previews und den separaten Deck-Display angezeigt. Shortcut. Hier sind Funktionen für Deck, Display, Mixer und Recording hinterlegt. Hier kannst du zum Beispiel die Auto-Cue-Funktion aktivieren. Utility. Hier findest du alle wichtigen Geräteeinstellungen. Während des Videos werden wir immer mal wieder vorbeischauen. Wow, was für viele Einstellungsmöglichkeiten das Gerät bietet. Allein hier die Auto-Cue-Funktion. Das heißt, du machst wirklich sämtliche Einstellungen, zukünftig wahrscheinlich nicht mehr in Recordbox, in der DJ-Software drin, sondern komplett hier über dieses Display und die Funktionen, die damit drin sind. Source. Hier werden dir die eingesteckten Medien angezeigt. Du siehst verfügbare Recordbox-Link-Computer, Cloud-Direct-Play-Verbindungen oder du kannst Recordbox-Performance-Mode-Verbindungen herstellen. Browse. Hier navigierst du durch das aktive Medium und kannst in den Recordbox definierten Kategorien und Playlisten Guck mal, wie schnell browsen. das geht. Mit Wie dem schnell Filtern und gut. kannst du nach ähnlichen Tracks suchen oder mit MyTech-Informationen Tracks filtern. Der Suchbutton ist hier im Display integriert. Wie bei dem Profi-Player, den CDJ 3000, steht dir im Opus Quad eine zweite Spalte sowie alle Sortierfunktionen zur Verfügung. Mit dem Info-Symbol öffnest du das zusätzliche Informationsfenster, ebenso wie der Menü-Button, womit du den Play-Status vom Track ändern kannst. Auch lässt sich die Schriftgröße hier ändern. Ah, da ist die Opus Quad Schriftgröße. kannst du übrigens bis zu 13 Tracks gleichzeitig anzeigen lassen. Was ich gerade übrigens nicht gesehen habe, also was ich gut finde, ist, dass du die Schriftgröße ändern kannst. Das habe ich ja gerade schon angesprochen, aber was mir gerade aufgefallen ist, da ist kein Streaming-Anbieter gerade hinterlegt. Also zumindest ist noch keiner implementiert. Ich hoffe, dass die das natürlich zukünftig nachliefern. Mit dem neuen Browser-Joystick kannst du besser navigieren und mit dem Endlos-Encoder scrollen. Durch Drücken nach oben oder unten kannst du in Playlisten seitenweise navigieren. Durch Druck nach links wird die Vorschau des aktuell ausgewählten Tracks am Anfang abgespielt. Durch Druck nach rechts startet die Vorschau in der Mitte des Tracks. Natürlich kannst du das Touch-Display auch zum Vorhören deiner Tracks verwenden. Streiche einfach mit dem Finger über die Waveform des Tracks, den du hören möchtest. Cool. Durch Drücken des Joysticks erscheint das Load-Menü. Hier kannst du einen Track in ein Deck laden oder du benutzt den Load-Button unter dem Joystick.
Der Track wird dann in das aktive Deck geladen. Welches Deck aktiv ist, wird mit dem Decktasten entschieden. Guck mal, und mit der Farbe. Siehst du den Ring, den leuchtenden Ring um die Jogwheels mit runter? Das ist die Farbe von dem Deck, was gerade aktiviert ist. Das heißt, links ist Deck 3, gelb hinterlegt, ein gelber Ring um das Jogwheel. Rechts ist Deck 2, blau aktiviert, ein blauer Ring um das Wheel. Also, das ist cool, dass man hier wirklich so aktiv mit Farben arbeitet, damit man nicht gerade verwechselt, auf welchem Deck man ist. Weil es ist wirklich schon eine Herausforderung, jedes Mal die Decks umzustellen, um dann vielleicht etwas zu verstellen. Du willst auf Deck 2 was machen und merkst zu spät, dass du gerade Deck 4 aktiviert hast. Playlist. Hiermit gelangst du immer in die letzte aktive Playlist. Außerdem kannst du hier bis zu 4 temporäre Playlist-Banks verknüpfen. Wähle einfach eine Playlist aus und drücke auf ein leeres Bank-Symbol. Um Banks zu löschen, drücke den Papierkorb und anschließend die zu löschende Bank. Cool. Wie so ein Mini-Computer. Taglist. Mit Taglist kannst du dir deinen virtuellen Plattenkoffer packen. Du kannst jederzeit einen Track mit der darunterliegenden Tag-Track-Taste einen Track taggen. Durch nochmaliges Drücken der Taste wird der Tag wieder entfernt. Alle getaggten Tracks sind dann in der Tagliste sichtbar. Über die und du hast oben rechts, da ist jetzt mein Bild mit davor, also hier mein Bild, da hast du eine Taste, die nennt sich Taglist, und wenn du da drauf drückst, dann kommst du in diese Taglist mit rein. Auswahl im Display kannst du alle Titel aus der Tagliste entfernen oder eine Playlist erstellen. Diese wird dann im Playlist-Verzeichnis deines aktiven USB-Sticks gespeichert. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ist wie eine vollwertige DJ-Software, die man von einem Laptop kennt, nur in so einen mobilen DJ-Controller reingepackt, vor allem in so ein kleines Display mit reingepackt. Aber da sind alle Funktionen mit dabei, die auch moderne DJ-Softwares anbieten. Ich werde jetzt nicht alle Funktionstasten im Detail erklären. Ich werde nur erläutern, was sich geändert oder was sich erweitert hat. Die hier bereits fett markierten Funktionstasten wollen wir uns gleich nochmal näher anschauen. Okay, ich hoffe, er zeigt auch den Smooth Echo, weil der ist ja neu. Der ist ja ganz neu. Und mich würde wirklich mal interessieren, was der macht. Ansonsten Quantize kennt man, Track Search, Q, Loop Call. Die Shift kennt man, die 8 Hot Q-Tasten. Das ist cool, dass er das nochmal beschreibt. Loop Rotary ist auch cool, weil das ist bestimmt für viele neu, die normalerweise für eine Loop-Funktion nur Tasten kennen. Und Beat Jump, dass hier separate Beat Jump Tasten drauf ist, finde ich ultra geil. Also ich habe im letzten 1,5 Jahren Beat Jump lieben gelernt. Es gibt, glaube ich, kein Lied, wo ich das nicht nutze. So, da haben wir natürlich ganz normal den Start-Button hier unten. Ist auch da geblieben, wo er hingehört. Dann gibt es natürlich den Q, der jetzt allerdings, und ihr seht schon, Smart Q heißt. Was es damit auf sich hat, das schauen wir uns natürlich später noch an. Dann gibt es hier den Slip Ref. Slip Ref steht natürlich immer für Reverse Slip. Das heißt, der Track läuft rückwärts. Der Track läuft rückwärts. Das heißt, du kannst draufdrücken und kannst direkt den Track rückwärts laufen lassen. Das heißt, in Verbindung mit dem Jog Wheel und mit dem Kanalfader kannst du da bestimmt coole Effekte zaubern. Läuft im Hintergrund weiter. Dann gibt es auch wieder den Beat Jump hier. Hier jetzt auch wie beim CDJ 3000 mit festen Tasten. Hier oben ist der Loop Encoder, auch ganz neu. Natürlich schauen wir uns das gleich auch noch mal ein bisschen näher an, wie das funktioniert. In, Out, Shift gibt es natürlich auch hier. Dann wichtig Quantize, damit wir alles, was wir drücken, schön quantisiert ist. Das können wir uns natürlich jederzeit in den Shortcuts einstellen. Und schon ist alles gut quantisiert. Hier gibt es die Hotkeys, 8 Stück. Okay, stopp. Nochmal ganz zurück, für alle Anfänger vielleicht, auch die gerade nicht wissen, was ist denn Quantisieren, was ist denn das überhaupt? Weil für mich ist das auch so ein Pionier-interner Begriff, der irgendwann mal entstanden ist. Und Quantisieren heißt, dass der Beat Grid richtig sitzt. Zumindest verstehe ich das so, dass der Beat Grid richtig sitzt, damit der Beat Grid, der erste Takt, auch auf dem ersten Beat des Liedes liegt. Und hier jetzt mal ein Riesenfehler, weil das wird nicht immer richtig erkannt. Oft werden die Beat oder die Grids sitzen nicht richtig im Takt. Das ist ja gerade bei älterer Musik so, die noch gar nicht digital produziert worden ist, sondern per Hand eingespielt worden ist. Da kann es auch mal sein, dass ein Ton anders da liegt und das Beat Grid da ist. Das heißt, wenn du den quantisierst,
setzt du zwar den Beatgrid, aber es ist keine Garantie dafür, dass das auch 100% zu dem Lied passt. Das heißt, alle Funktionen, die du dann hier über die Hotcues nutzen würdest, würden, wenn das nicht richtig erkannt worden ist, falsch funktionieren. Die jetzt auch hier oben angeordnet sind. Das ist schön, damit man genau sehen kann, wie es zum Beispiel im Display auch dargestellt ist, wo die Hotcues sitzen, und die sind natürlich auch hier farbig. Okay, das sind jetzt tatsächlich nur Hotcues? Gar keine Performance-Pads mehr? So wie ich das verstanden habe, du kannst mit A, B, C, D, E, F, G, H, so sind die ja gemacht, auch mit unterschiedlichen Farben, wirklich Hotcues setzen. Das heißt, du setzt 8 verschiedene Hotcues maximal. Du kannst auch keine 12 oder keine 16 setzen, wobei 8 schon ziemlich viel sind für einen Track. Ich meine, die werden, wenn du ins Display mal reinguckst, relativ gut angezeigt. Du siehst direkt, wo A, B, C, D, E, F und so weiter ist, wo diese Loops gesetzt sind, um da auch jederzeit hinzuspringen. Das ist schon mal cool. Also für alle, die mit Loops wollte ich sagen, mit Cues und Cue-Punkten aktiv arbeiten, ist das absolut meisterlich. Aber wo sind denn jetzt bitte die Performance-Pads? Wo sind die Funktionen, die normalerweise bei einem DJ-Controller auf den Performance-Pads liegen? Ich meine, der Beat-Jump hat jetzt hier eine eigene Taste mit dabei. Die Loop-Sektion ist über ein Drehrad jetzt gelöst. Aber da gab es noch mehr. Oben gibt es noch die Track-Search-Tasten. Da könnt ihr skippen zum nächsten Track. Außerdem könnt ihr in Kombination mit Shift auch Cues bzw. Memory Cues recallen. Schauen wir uns den Rest auf der rechten Seite an. Hier gibt es natürlich den Pitch Fader, wir haben das Master Tempo, Tempo Range, hier gibt es das Jogwheel, damit ihr den Widerstand für euch anpassen könnt. Da ist der Widerstand. Einstellen könnt. Hier haben wir, ganz wichtig, wie beim CDJ 3000, den Key Sync. Ihr habt hier mit dem Opus Quad auch die Möglichkeit, eure beiden Decks in Key zu synken. Hier gibt es den Vinyl-Modus, der ist natürlich wichtig. Nur bei eingeschalteten Vinyl-Modus, kennt das, so passiert nichts. Vinyl-Modus an, dann funktioniert natürlich alles wunderbestens. Dann haben wir hier den Beat Sync und natürlich die Entscheidung, welches Deck ist denn gerade Master. Ah, die Vinyl-Speed-Taste ist das. Den Vinyl-Speed, damit könnt ihr einstellen, ja, wie schnell oder langsam die Platte aufhören soll. Das ist cool. Vinyl Speed, das war der Drehregler, den ich vorhin nicht richtig erkannt habe. Das heißt wirklich, du kannst damit einstellen, wie schnell oder langsam die Platte anhalten oder auch starten soll, wenn du drauf fasst. Das ist natürlich geil, um wirklich kreative Effekte zu machen. Also bisher gefällt mir das richtig cool. Mit dem Opus Quad kannst du Cue-Punkte auf eine neue Art nutzen. Um ein Hotcue auf die Cue-Taste zu übernehmen, sind diverse Schritte nötig. Zuerst musst du den Vinyl-Modus aktivieren, das Jogwheel halten, den gewünschten Hotcue abrufen und zum Übernehmen die Cue-Taste drücken. Nun kannst du den Cue nutzen. Am Opus Quad geht das nun etwas schneller. Aktiviere in den Deckeinstellungen Override Current Cue with Hotcue. Danach werden Hotcues direkt auf die Cue-Taste gelegt. Wenn du nun ein Hotcue aufrufst, wird dieser sofort auf deine Cue-Taste gelegt. Der Cue-Tasten-LED-Ring übernimmt dann sogar die Farbe des Hotcues, die auch in der Mitte. Also Farben können sie. Farben können sie, damit man eine farbliche Zuordnung der Funktionen hat. Aber mal ehrlich, war das nicht vorher auch so? Also ich kenne das so aus meiner DJ-Software, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Hot-Cue Nummer 4 anspringe und ich drücke danach auf die normale Cue-Taste, dann springt der auch zu dem Hot-Cue, den ich vorher angemacht habe, automatisch zurück. Der springt nicht ganz zum Anfang, sondern zu dem Hot-Cue, den ich sowieso als letztes verwendet habe. Mitte der Jogwheel-Anzeige eingeblendet wird. Du nutzt normalerweise Memory Cue, kein Problem. Mit der aktuellen Recordbox kannst du deine Memory Cue Punkte alle direkt in Hot Cues umwandeln. Ah, wieder was zum Umwandeln. Natürlich bleiben deine Memory Cues dabei erhalten. Wie eingangs schon erwähnt, gehen wir mit dem Opus Quad andere Wege. So verfügt der Opus Quad zwar über die üblichen In- und Out-Taster für Loops, zusätzlich ist nun ein Endlosencoder vorhanden, um die Looplänge zu verlängern, zu verkürzen oder zu aktivieren. Wähle einfach vorab die Länge des gewünschten Loops und im Display wird's ihn mit angezeigt. Druck auf den Encoder. Während der Loop aktiv ist, kannst du ihn weiter verlängern oder verkürzen.
Um den Loop zu beenden, drücke ein weiteres Mal auf den Encoder. Wenn du den Geil. Loop wieder aktivierst, wird an aktueller Stelle ein neuer Loop mit der aktiven Länge gesetzt. Der Opus Quad verfügt auch über Beat-Jump-Tasten. Damit kannst du nahtlos in einen Track vor- oder zurückspringen. Die Länge des Sprungs kannst du einstellen, indem du die Shift-Taste drückst und gleichzeitig den Loop-Encoder drehst oder die Beat-Jump-Tasten zum Verlängern oder Verkürzen nutzt. Da wäre es doch einfacher gewesen, wenn man noch einen kleinen Drehregler unter der Beat-Jump-Taste hat, um überhaupt mal auszuwählen, wie lang ein Beat-Jump überhaupt dauern soll. 1 Beat, 4 Beats, 8 Beats, 32 Beats, weil du musst ja dann mit den Vor- und den Nachtasten springst du ja dann immer dahin, aber du musst ja vorher einstellen, wie weit du springen willst. Und das war vorher einfacher, als du noch diese Performance-Pads hattest, weil dann hast du gesagt, du willst dir jetzt die Performance-Pads als Beat-Jump nutzen und nimmst sie dann, die Performance-Pads, die 8 Pads, um einen nach hinten, einen nach vorne, 2 nach hinten, 2 nach vorne. Dementsprechend hast du eine eigene Taste dafür gehabt, die auch immer unterschiedlich beleuchtet war, damit du auch genau weißt, was ist denn 2 Beats, was sind 4 Beats, was sind 8 Beats. Muss ich sagen, das hat mir vorher besser gefallen. Das finde ich jetzt hier umständlich. Vor allem für mich, weil ich Beat-Jump echt häufig nutze. Nun zu den In- und Outs. Dazu gehört natürlich auch der DJ Booth Monitor, der sich hier oben befindet. Im Opus Quad gibt es jetzt auch eine zweite Zone. Unter Shortcut kannst du einstellen, welches Signal dort ausgegeben werden soll. Du kannst Deck 3, 4 oder den Master auswählen. Mit Preview kannst du kontrollieren, ob du das richtige Signal ausgewählt hast. Okay, nur kurz zum Verständnis. Das heißt, die Zone kann Deck 3 oder Deck 4 ausgeben. Das heißt, du könntest zum Beispiel auf einer Mainstage, auf einer Hauptfläche mit Kanal 1 und 2 spielen und du könntest eine Second Stage, so nenne ich es jetzt einfach mal, mit separater Musik versorgen, weil du sagst, hey, die läuft über die Zone und da läuft alles drauf, was auf Deck 4 läuft. Das heißt aber, du darfst in deinem Hauptmixing-Programm gar nicht alle 4 Kanäle benutzen, weil wenn du auf Deck 4 reingehst, dann hört man das nicht nur auf der Mainstage, sondern auch auf der Second Stage. Oder für uns mobile DJs, Haupttanzfläche und ein separater Lautsprecher für separate Räume oder auch für Terrassen zum Beispiel, wo wir sowas gerne verwenden, wo dann separate Musik läuft, ist das geil, aber um dann live und aktiv mitzuarbeiten, da können wir nur einen der 4 Kanäle als Zone nutzen. Das ist jetzt bei anderen Herstellern. Da gibt es einige, die arbeiten auch mit Zone-Funktion. So gemacht, dass die Zone ein eigener Player ist, wo du zwar auf dem Hauptding mit den normalen Kanälen mixen kannst, aber über die Zone etwas ganz anderes ausgeben kannst, was du auch separat einstellst, was gar nicht mit den Kanälen in Verbindung kommt. Finde ich cooler. Ich bin glücklich, dass sie diese Funktion hier eingeführt haben, weil eine Zone-Funktion ist echt geil, ist echt toll zu nutzen, vor allem für mobile DJs, aber, genau, da gibt es einfach noch ein Aber. Trim, Dreiband-EQ und Master. Der Opus Quad verfügt über einen Dreiband-EQ, der auch zum Isolator umgeschaltet werden kann. Hier können auch die Channel Fader und Crossfader Curves individuell angepasst werden. Weitere Einstellungen für die Audioausgänge findest du unter den Utilities. Dort kannst du Einstellungen wie den Attenuator und Limiter für die Ausgänge vornehmen. Die Crossfader-Zuweisung sowie der Kanaleingang haben keine Hardware-Schalter mehr. Diese Einstellungen werden nun über das Display vorgenommen. Wähle einfach den Kanal im Display aus und ändere die Crossfader-Zuordnung. Auf Kanal 3 und 4 kannst du zusätzlich die Eingangsquelle auswählen. Hier stehen dir Line-In, Phono und Bluetooth zur Verfügung. Die ausgewählte Quelle sowie die Crossfader-Zuordnung wird im Display angezeigt. Übrigens befindet sich auch hier die On-Air-Anzeige, damit du siehst, welche Kanäle gerade zu hören sind. Eine On-Air-Anzeige, wie geil ist das? Hast du das gesehen? Da ist so ein kleines Schild, was On-Air ist, dass wenn du drauf guckst, direkt weißt, ist der Kanal gerade offen, wird da gerade was drüber ausgegeben. Ja, ist eine nette Spielerei, gefällt mir wirklich. Der Opus Quad verfügt außerdem über 2 Balanced Mikrofoneingänge, die beide mit einem Dreiband-EQ ausgestattet sind. Unter Shortcut kannst du einstellen, auf welchen Ausgängen die Mikrofone ausgegeben werden sollen. In den erweiterten Einstellungen unter Mixer kannst du
Hast du gesehen, dass du die Mikrofone nicht nur über die Hauptlautsprecher ausgeben kannst? Du könntest auch sagen, Mikrofon Nummer 2 soll nur über die Zone ausgegeben werden. Das heißt, du kannst eine Ansage da über das Mikrofon machen und das hört man gar nicht über die Hauptlautsprecher, aber über den Lautsprecher, der jetzt vielleicht zum Beispiel in einem separaten Raum mitsteht, wo der Lautsprecher drin ist, wo die Zone eingerichtet ist, da kommt der dann raus. Finde ich nett, weiß ich aber nicht, ob man das wirklich aktiv so nutzen würde. Zusätzlich einstellen, ob das Mikrofon an den Booth, Record Out oder USB Out gesendet wird. Hier werden auch die Einstellungen für Advanced Talk Over vorgenommen. Cool. Wenn du deinen Kopfhörer in Monosplit benutzen möchtest, kannst du diese Einstellung ebenfalls in den Shortcut ändern. Selbstverständlich könnt ihr auch euer DJ-Set direkt am Opus Quad aufnehmen, so wie ihr es von den anderen Standalone-Controllern kennt. Geh dazu einfach auf Shortcut. Unter Mixer und Recording findest du hier die Einstellung für das Recording. Recording Device, wähle einfach aus, auf welchem USB-Medium du aufnehmen möchtest. Da wo es möglich ist, erscheint dann auch das Recording-Symbol. Starte das Recording, dann siehst du hier oben im Display, dass die Aufnahme läuft und wie lange sie läuft. Außerdem kannst du natürlich mit Trackmark jederzeit Marker setzen. Stark. Cool. Wenden wir uns nun der Effektsektion des Opus Quad zu. Zuerst schauen wir uns die BeatFX an. Diese kennt man ja von vielen Mixern, XDJ oder DDJs. Das geübte Auge hat natürlich sofort erkannt, dass es hier zwei grundlegende Änderungen gibt. Einerseits die Effektauswahl und andererseits die Kanalauswahl. Der Beat-Effekt wird nun über den BeatFX Endlosencoder ausgewählt. Im Display oben drin. Sobald der Encoder gedreht wird, erscheint rechts im Display die Liste der verfügbaren Effekte. Auch der Channel FX Select ist nun im Display integriert. Hier kannst du direkt auswählen, auf welchem Kanal der BeatFX angewendet werden soll. Bei den Mikrofonen ist zusätzlich wählbar, ob der BeatFX nur auf ein Mikrofon oder auf beide angewendet werden soll. Eine völlig neue Art BeatFX zu verwenden ist das BeatFX Touch Display. Von links nach rechts ändert sich das Timing. Wischst du nach oben, wird zusätzlich ein High-Pass-Filter angewendet und nach unten ein Low-Pass-Filter. Der Effekt wird an letzter Position gehalten, wenn du Hold aktiviert hast. Dadurch ergeben sich völlig neue Effektmöglichkeiten. Diese kannst du intuitiv, wenn aktiviert, quantisiert anwenden. Wie beim Smartphone. Wie beim Smartphone. Ich glaube aber, da muss man einiges mit üben. Also das musst du wirklich üben, um zu gucken, wie machst du die richtigen Effekte, was musst du da machen, weil es ist ja eine neue Art Gestensteuerung. Wie gesagt, vom Smartphone kennt man das, aber da muss man wirklich ganz neu mit üben. In der Effektbank kannst du deine 4 Lieblingseffekte speichern, um schnell darauf zugreifen zu können. Ganz tolle Sache, um kreativ mit Effekten zu arbeiten. Touch FX am Opus Quad. Jetzt, Freunde, jetzt kommt es. Smooth Echo, das ist die Funktion, auf die ich echt schon die ganze Zeit gespannt bin. Ich hoffe, die haut mich jetzt auch vom Hocker. Professionellen Battle-Mixern bekannt, jetzt zum ersten Mal in einem Standalone-Gerät Smooth Echo. Mit Smooth Echo wird ein Echo auf einen Kanal durch den Trigger von zum Beispiel einem Kanal oder Crossfader angewendet. Aktivieren kann man Smooth Echo einfach mit den On-Taster. Bei längerem Drücken erscheinen die Smooth Echo Einstellungen. Beim Opus Quad wurden die Trigger um Hot Cue, Cue, Pause und Load erweitert. Auch die Länge des Echos kann an dieser Stelle verändert werden. Soundcolor-Effekt. Jetzt habe ich aber irgendwie nicht so wirklich mitgekriegt, was das Smooth Echo jetzt macht. Also es legt ein digitales Echo drauf, aber so eine Art Digital Echo gab es doch schon vorher. Smooth Echo heißt jetzt, man kann es wirklich für Cue-Punkte benutzen. Man kann es, wenn du auf Pause drückst, damit der Track einfach noch nachhallt. Ja. Ich sage jetzt mal ganz nett. Sind auch im Opus zu finden.
Sie können auf jedem Kanal angewendet werden. Insgesamt stehen 6 Soundcolor-Effekte zur Verfügung, die mit dem Color-Effekt-Parameter verändert werden können. Der Opus Quad ist Rekordbox ready und funktioniert mit Rekordbox auf Mac und Windows-System. Die Rekordbox-App für iOS und Android wird ab April 2023 verfügbar sein und ein Update für die Nutzung von Serato DJ Pro wird im Sommer dieses Jahres veröffentlicht. DVS Rekordbox, iOS und Android App. Ankündigung ab April 2023. Freunde, die werden wir uns mal angucken. Wird vom Opus Quad nicht unterstützt. Danke, dass du dir das Video angesehen hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du hast einen Eindruck von dem Produkt bekommen. Wenn das der Fall ist, dann abonniere doch unseren YouTube-Kanal, damit du immer auf dem Laufenden bist, wenn wir neue Inhalte hinzugefügt haben. Gerne kannst du auch einen Kommentar hinterlassen. Kritik, Anregung oder Lob sind immer willkommen. Bis bald! Okay, jetzt kommt noch mal der Trailer. Wow, 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 liebe Freunde, das ist der neue Pioneer DJ Opus Quad Controller, das neue Flaggschiff unter den Pioneer DJ Controllern. Und zuallererst möchte ich mal sagen, sehr geiles Produktvorstellungsvideo. Also auch wie erklärt worden ist. Super angenehm. Er hat eine super angenehme Stimme, der man gut zuhören kann. Das fand ich richtig toll. Und das ist der Kanal von Pioneer DJ Deutschland. Wirklich für den deutschsprachigen Pioneer DJ Support, wo auch regelmäßig Videos erscheinen. Den lohnt es sich zu abonnieren, gerade wenn man sich für Pioneer DJ Technik auch interessiert. Yes, liebe Freunde. Jetzt würde mich natürlich eure Meinung interessieren. Was sagt ihr zu diesem DJ-Controller? Was ist geil daran? Was fehlt euch vielleicht noch? Was stört euch vielleicht sogar daran? Was sagt oder sagt ihr vielleicht sogar, muss ich haben? Muss ich haben, dieses Gerät? Denkt bitte dran, das ist nicht nur ein Flaggschiff unter den Controllern, auch der Preis ist dementsprechend dran angelehnt, aber auf den aktuellen Straßenpreisen wird er schon günstiger gehandelt und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung mit drin. Eure Meinung jetzt unten in diesem Video mit runter. Lasst uns da gerne ein wenig diskutieren. Guckt mal gerne rein, was die anderen schreiben und lasst uns da weiter austauschen. Ansonsten, wenn euch dieses Review gefallen hat und ihr Bock habt, mehr über das Thema Musik auflegen, das Mixen von Liedern und über das DJing zu lernen, dann lohnt es sich, diesen Kanal hier zu abonnieren, denn jede Woche erwarten euch brandneue Videos, die sehr lehrreich sind, bei denen ihr interaktiv mitmachen könnt und euch mit mir zusammen austauschen könnt. Das war's. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis dann, euer Mike.